Was Sie gerade auf dem Bildschirm sehen, wirkt auf den ersten Blick wie eine ganz normale Szene aus dem Leben eines Paares. Ein Mann und eine Frau sitzen in einem Restaurant. Zwischen ihnen sind Gesten der Zuneigung und Zärtlichkeit zu sehen. Doch damals ahnte kaum jemand, dass diese Aufnahmen von einem Privatermittler gemacht wurden, den der Ehemann dieser Frau engagiert hatte. Heute haben wir eine Geschichte aus Brasilien. Die Geschichte der Familie Machado. Thales Naves Alves. Machado wurde 1985 in Brasilien geboren und war von Beruf Rechtsanwalt. Noch ganz jung lernte er Sara Tinoia Araújo kennen. Sie war die Tochter eines Mannes namens Johnny Araújo, einer bekannten Persönlichkeit im gesellschaftlichen Leben von Itumbiara, einer Stadt im Zentrum des Landes. Nach und nach lernten sich die jungen Leute besser kennen und begannen eine romantische Beziehung. Mit der Zeit festigte sich diese und führte schließlich zur Heirat. In der Ehe wurden ihnen 2 Söhne geboren, Miguel und 4 Jahre später Venicio. Die Brüder wuchsen in einer Familie auf, die zumindest nach außen hin sehr stabil wirkte. Gemeinsam besuchten sie Feste und alltägliche Veranstaltungen. Außerdem machten sie viele Familienfotos und veröffentlichten diese in den sozialen Netzwerken. Darüber hinaus nahm Johnny einen wichtigen Platz in ihrem Leben ein. Wie ich bereits erwähnt habe, war er ein sehr bekannter Politiker in der Stadt. Thales beschloss, in die Fußstapfen seines Schwiegervaters zu treten. Schließlich trat er in die Stadtverwaltung ein und begann als Sekretär in dem Team zu arbeiten, das von Johnny Araújo geleitet wurde. So begannen sich Privatleben und öffentliches Leben eng zu verflechten, und es schien, als hätte die Familie eine sehr gute Zukunft vor sich. In seiner Position in der Stadtverwaltung wirkte Thales aktiv und sehr engagiert. Viele äußerten sich positiv über ihn, was in der heutigen Politik selten vorkommt. In den sozialen Netzwerken pflegte die Familie das Bild einer engen Verbundenheit und eines ruhigen, normalen Lebens. Bei offiziellen Anlässen traten sie zu viert auf, lächelten und tauschten sich mit anderen Politikern und Einwohnern der Stadt aus, weshalb man sie in der Stadt gut kannte. Thales war ein ganz normaler Mensch mit seinen eigenen Interessen. Zum Beispiel war er ein begeisterter Fan eines der beliebtesten Fußballvereine Brasiliens. Es war ganz normal, ihn auf Fotos mit seinen Söhnen in Trikots seiner Lieblingsmannschaft und manchmal auch bei Ausflügen zum legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro zu sehen. Und Sara begleitete ihren Mann nicht nur zu offiziellen Anlässen, sondern war selbst geschäftlich tätig, war Unternehmerin und leitete mehrere Projekte. In ihren sozialen Netzwerken teilte sie Informationen über all ihre Unternehmungen. Sie hatte ein Geschäft für maßgefertigte Möbel, eine Firma für Innenarchitektur und einen Kosmetikladen. Sie war eine lokale Influencerin, die in der Stadt recht bekannt war. Das Kosmetikgeschäft wurde einige Zeit zuvor in einem bekannten Einkaufszentrum der Stadt eröffnet, in einem Komplex, den Thales seit mehreren Jahren leitete. Darüber hinaus hatte Sara auch eigene Hobbys. Sie nahm an Bachtenniswettbewerben teil und betrieb andere Sportarten. Das war ein Teil ihres Lebens, der ihr Freude bereitete, unabhängig vom Geschäft und der Öffentlichkeit ihres Vaters und ihres Mannes. Zu Beginn der 2. Februarwoche 2026, nur wenige Tage vor den Ereignissen, von denen ich heute spreche, wurde Thales in den sozialen Netzwerken plötzlich sehr aktiv. Seine Beiträge, die sich normalerweise um die Familie und die Liebe zu seinen Kindern und seiner Frau drehten, tauchten immer häufiger auf. Zunächst veröffentlichte er ein Video, in dem er sagte, dass für ihn die Familie das Wichtigste im Leben sei. Kurz darauf postete er ein Bild, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden war. Darauf war er zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen zu sehen. Alle lächelten und umarmten sich. Im Text zu diesem Bild versicherte er, dass seine Geschichte, sein Leben und seine Gefühle immer mit seiner geliebten Itumbiara verbunden waren. So veröffentlichte Thales zwischen dem Abend des 11. und dem frühen Morgen des 12., genau an dem Tag, an dem er 40 Jahre alt wurde, erneut einen Beitrag, diesmal mit einem Foto seiner Söhne. Auf dem Foto war einer der Jungen bei einem Kampfsportkurs zu sehen, während der andere auf seinem Schoß saß und malte. Auch dieser Beitrag handelte wieder von der Liebe, die er für sie empfand. Doch wenige Stunden später änderte sich der Ton seiner Beiträge völlig. Er veröffentlichte einen ziemlich langen Text, sehr emotional und angespannt. Es war offensichtlich, dass er eine schwere innere Krise durchlebte.
Der Text wirkte wirr und widersprüchlich. Er sprang von Vorwürfen zu Rechtfertigungen und dann zu Abschiedsworten. Er sprach auch von Verrat und von einer vermeintlichen Täuschung seitens Sarahs. Er behauptete, dass er 15 Jahre lang versucht habe, die Harmonie in der Ehe zu bewahren und dass sie seiner Meinung nach bereits eine Grenze überschritten hätten, hinter der es kein Zurück mehr gebe. Im selben Text erklärte er, dass Sarah nach Sao Paulo gereist sei, um sich mit einem anderen Mann zu treffen. Seinen Worten zufolge sei sie nach dieser Reise eine andere Person geworden und habe sich sehr von ihm entfernt. Sie versuchten zu reden und den Respekt zu wahren, bevor es zur endgültigen Trennung kam, doch er schrieb, dass sie ihm nicht zuhöre. Im selben Text drückte er großen Respekt gegenüber seinem Schwiegervater aus und gestand, dass er sich wegen der Geschehnisse schäme. Er bat auch seine Familie und Freunde um Verzeihung und verabschiedete sich. Dann nahm der Beitrag eine endgültige, schreckliche Wendung. In diesem Beitrag kündigte Thales an, seinen Söhnen, die er als seine Engel bezeichnete, das Leben zu nehmen und anschließend sich selbst das Leben zu nehmen. Das war keine symbolische Formulierung und auch nicht zweideutig. Es war eine direkte Erklärung dessen, was er vorhatte. Einige Verwandte und Freunde sahen den Beitrag fast sofort. Wie man sich vorstellen kann, versuchten sie sofort, ihn zu erreichen, riefen an, schrieben Nachrichten. Sie versuchten mit allen Mitteln, ihn zu erreichen, aber es kam keine Antwort. Ihre schlimmsten Befürchtungen schienen sich bereits bewahrheitet zu haben, und weil er sich nicht meldete, fuhren einige Verwandte zu der Wohnanlage, in der die Familie lebte. Jede Minute zählte, denn sie wussten, wenn er diese Entscheidung getroffen hatte, konnte jede Verzögerung über Leben und Tod entscheiden. Als sie ankamen, bestätigten sich ihre schlimmsten Befürchtungen. Thales wurde auf dem Bett gefunden, mit einer Schusswaffe auf der Brust liegend. Er hatte sich das Leben genommen. Bei den Söhnen war die Lage nicht weniger kritisch. Es war sofortige Hilfe nötig. Und im Fall des älteren Miguel kam sie zu spät. Wenige Minuten, nachdem die Verwandten von Thales in der Wohnung waren, trafen die Rettungskräfte ein. Sie stellten fest, dass sowohl der Mann als auch Miguel keine Lebenszeichen mehr zeigten. Miguel war erst 12 Jahre alt, doch bei dem 8-jährigen Venicio war die Lage anders. Er hatte Schussverletzungen am Kopf, aber sein Puls war noch vorhanden. Er wurde sofort ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Sein Zustand war jedoch äußerst kritisch. Kurz nachdem Venicio ins Krankenhaus gebracht worden war, betraten Polizeibeamte die Wohnung. Auch Kriminaltechniker trafen am Tatort ein. Sie sperrten das Gelände ab und begannen mit allen notwendigen technischen Maßnahmen im Inneren der Wohnung. Alle Räume wurden sorgfältig dokumentiert, fotografiert und jedes Detail festgehalten. Im Laufe der Arbeit bestätigte sich, was bereits klar war. Thales hatte sich das Leben genommen und versucht, auch seinen beiden Söhnen das Leben zu nehmen. Es gab jedoch einen Umstand, der das Bild noch beunruhigender machte. In der Wohnung roch es stark nach Benzin. Die Rettungskräfte fanden schnell 2 leere 5-Liter-Kanister. Alles deutete darauf hin, dass der Kraftstoff vor dem Angriff in der Wohnung verschüttet worden war. Offenbar wollte Thales die Wohnung in Brand setzen, möglicherweise um Spuren zu vernichten. Zur Erinnerung: Die Waffe wurde auf seiner Brust gefunden und daher zur ballistischen Untersuchung sichergestellt. Außerdem wurden verschiedene elektronische Geräte beschlagnahmt und die Polizei brachte noch einige weitere Gegenstände aus der Wohnung zur Analyse mit. Gleichzeitig wurde offiziell eine Untersuchung eingeleitet, um die letzten Stunden im Leben des Mannes minutengenau zu rekonstruieren und festzustellen, welche Faktoren zu dieser Tragödie geführt haben. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen wurden die Leichen von Thales und seinem Sohn aus der Wohnung gebracht. Wie so oft verbreitete sich die Nachricht sehr schnell und das Ereignis erregte sofort großes Medieninteresse. Soziale Netzwerke, Fernsehen, Printmedien, digitale Portale, alle veröffentlichten erste Berichte über das Geschehene. Und es ging nicht mehr nur um das Verbrechen selbst, es ging um eine Familie, die in der lokalen Politik sehr präsent war, um 2 Jungen und um einen Mann, der in den sozialen Netzwerken wie ein idealer Vater und ein idealer Ehemann wirkte. Während die Ermittlungen weitergingen, liefen die offiziellen Verfahren ihren Gang und die Körper wurden der Familie übergeben, damit sie sich verabschieden konnte. Alles deutete darauf hin, dass Thales alles allein geplant und ausgeführt hatte. Zu diesem Zeitpunkt war die Stadt praktisch gelähmt, nicht nur wegen der Grausamkeit des Geschehens, sondern auch wegen der Verzweiflung der Angehörigen von Miguel und Venicio.
Natürlich dachten viele auch an die Mutter der Jungen, daran, was sie empfand und wie sie diese Nachricht erfahren hatte. Zudem veröffentlichte die Schule, die Miguel besuchte, eine Erklärung, in der sie ihr Bedauern über den Tod des Schülers zum Ausdruck brachte. Unterdessen begann sich die öffentliche Diskussion auf andere Fragen zu verlagern. Zum Beispiel, wie es zu einer derart schweren psychischen Instabilität bei diesem Mann kommen konnte und was man hätte tun können, um ein so schreckliches Ende zu verhindern. In den Medien tauchten zudem verwirrende und widersprüchliche Meldungen über Venicios Zustand auf. Zunächst erklärte die Polizei, dass beide Jungen ums Leben gekommen seien, distanzierte sich dann aber von dieser Version. Die einen sagten, Venicio sei bereits tot, andere behaupteten, er lebe noch. Später teilten offizielle Vertreter mit, dass Venicio gerettet worden sei, um die Spannung abzubauen und die Situation zu klären. Er habe medizinische Notfallversorgung erhalten und nun beobachteten die Ärzte, wie sich sein Zustand weiterentwickle. Zudem musste die Familie eine Welle von Verwirrung und Gerüchten durchstehen, die sich um Johnny, den Großvater der Jungen und Schwiegervater von Thales, rankten. Wie wir bereits wissen, war er eine bekannte politische Persönlichkeit. Einige behaupteten, er habe einen Herzinfarkt erlitten, als er von der Tragödie erfuhr. Andere sagten, er habe sich selbst Verletzungen zugefügt oder befinde sich sogar im Krankenhaus. Dies verstärkte natürlich die allgemeine Unruhe und führte zu noch mehr Gerüchten. Später wurde jedoch klargestellt, dass es Johnny gut geht und nichts davon eingetreten ist. Ein weiterer Punkt, der damals zahlreiche Spekulationen auslöste, war ein Beitrag von Thales, der wie ein Abschiedsbrief wirkte. Die Leute begannen, nach versteckten Bedeutungen zu suchen und buchstäblich jedes Wort, das er in seinen sozialen Netzwerken schrieb, zu analysieren. Als die Verwandten von Thales sahen, welche Aufmerksamkeit dieser Text auf sich zog, löschten sie den Beitrag bereits nach der Tragödie von seiner Seite. Doch zu diesem Zeitpunkt hatten viele bereits Screenshots gemacht und der Beitrag war bereits weit verbreitet. Gleichzeitig fragten sich viele, wo ist Sarah und was ist mit ihr? Es wurde bestätigt, dass sie zum Zeitpunkt der Ereignisse nicht zu Hause war und fast sofort hagelte es Angriffe gegen sie in den sozialen Netzwerken. Zur Erinnerung, in seinem Text behauptete Thales, dass sie ihn betrogen habe und dass genau deshalb ihre Ehe gescheitert sei. Im Netz wirkte er wie ein gütiger, liebevoller Vater. Und deshalb begannen viele Menschen automatisch, Sarah zu beschuldigen, in der Annahme, sie habe eine Affäre gehabt. Die Situation verschärfte sich noch weiter, als sich vor dem Hintergrund des Informationschaos Videos verbreiteten, auf denen Sarah mit einem anderen Mann zu sehen war. Auf dem ersten waren sie auf einer Straße in Sao Paulo zu sehen. Sie gingen Hand in Hand. Auf dem zweiten saßen sie in einem teuren Restaurant. Und Sarahs Verhalten wirkte gegenüber diesem unbekannten Mann eindeutig romantisch. Laut einer Reihe von Social-Media-Konten soll dieses Material von einem Ermittler stammen, den Thales engagiert hatte. Vermutlich hatte er Sarahs Reisen in diese Stadt verfolgt. Die Veröffentlichung des Videos verstärkte die Diskussion über ein mögliches Motiv und schürte die Spekulationen über Eifersucht und Untreue noch weiter. Doch etwas anderes wurde deutlich. Innerhalb weniger Stunden verbreiteten sich diese Aufnahmen ohne Kontext und wurden zur Grundlage für Vermutungen, Anschuldigungen und Streitigkeiten. Während all dies geschah, fand im Haus seines Großvaters die Abschiednahme von Miguel statt. Dies war ein Moment, der die Stadt zutiefst erschütterte, aber gleichzeitig Fragen über den Zustand des Großvaters selbst auslöste. Johnny kam zur Trauerfeier, wirkte dort gefasst. Und viele Nachbarn kamen herbei, um ihn und seine Familie zu unterstützen. Einige von Miguels Klassenkameraden waren gekommen. Sie trugen weiße T-Shirts, auf denen der Name des Jungen aufgedruckt war. Der Sarg wurde für einige Minuten offen gelassen, damit enge Freunde sich verabschieden konnten. Danach begab sich der Trauerzug zum örtlichen Friedhof. Auf dem Weg gab es Kränze, Gebete und eine sehr bedrückende Atmosphäre. Auf dem Friedhof beugte sich Sarah, sichtlich erschüttert, über den Sarg ihres Sohnes, während ihr Vater die ganze Zeit an ihrer Seite war und sie stützte. Doch die Zeremonie verlief nicht ohne Zwischenfall. Noch bevor die Beerdigung zu Ende war, musste Sarah gehen, weil Drohungen und Beleidigungen gegen sie laut wurden. Später wurde bekannt, dass die Familie von Thales ihn ebenfalls einige Stunden zuvor beerdigt hatte, allerdings so still wie möglich und ohne öffentliche Aufmerksamkeit.
Nachdem man sich von Miguel verabschiedet hatte, begannen viele der Familie nahestehende Menschen, sich zu äußern und ihre Meinung zu dem Geschehenen zu teilen. Viele konnten sich nicht erklären, was passiert sein könnte, denn, wie sie in den sozialen Netzwerken sagten, wirkten sie glücklich und sehr harmonisch. Zwischen ihnen herrschte großes gegenseitiges Verständnis und es waren keine Probleme zu erkennen. Doch es stellte sich heraus, dass das Paar bereits getrennt lebte. Thales und Sarah lebten seit den letzten Monaten des Jahres 2025 nicht mehr zusammen. Außerdem wurde bekannt, dass die Jungen bei ihm in dieser Wohnung waren, da es Tage waren, an denen sie gemäß einer Vereinbarung Zeit mit ihrem Vater verbringen sollten. Und während sich in den sozialen Netzwerken die Spekulationen häuften, befand sich Vinicio weiterhin in einem kritischen Zustand. Zu dieser Zeit verbreitete sich die inoffizielle Information, dass im Krankenhaus das Protokoll zur Feststellung des irreversiblen Hirntods angewendet worden sei. Dies ist ein Verfahren, das laut Gesetz nur unter strikter Einhaltung medizinischer und rechtlicher Anforderungen durchgeführt wird. Allein die Tatsache, dass ein solches Protokoll eingeleitet wurde, unterstrich die extreme Schwere seines Zustands und verstärkte die Besorgnis der Menschen, die täglich die Nachrichten verfolgten. Schließlich wurde zwischen Freitag und Samstag, dem 14. Februar 2026, der Tod von Vinicio bestätigt. Diese Geschichte war umso erschütternder, als 2 Jungen ums Leben gekommen waren. Eine ganze Gemeinschaft stellte sich immer wieder dieselbe Frage. Hätte man das verhindern können? Für viele waren die Anzeichen offensichtlich, doch selbst das reichte nicht aus und der Schlag traf nicht nur die Justiz oder die Polizei. Viele begannen, Sarah als mitverantwortlich zu bezeichnen und verbanden automatisch dieses Video und die Fotos, den Beitrag von Thales und schließlich das Grauen, das er seinen Söhnen zugefügt hatte. Sarah, ihre Familie und Freunde wiesen diese Version zurück und selbst die Verwandten von Thales stimmten ihr nicht zu. Sie sagten, man dürfe die Schuld nicht auf andere abwälzen und der einzige Schuldige sei derjenige, der die Tat begangen habe. Außerdem war das Paar, wie bereits erwähnt, seit einigen Monaten getrennt. Selbst wenn Sarah tatsächlich mit dem Mann auf dem Foto zusammen war, bedeutete dies also keinen Seitensprung. Es wurde auch betont, dass selbst ein vermeintlicher Seitensprung keine Rechtfertigung für den Mord an 2 Minderjährigen sein könne. Vor diesem Hintergrund schalteten sich einige Experten für psychische Gesundheit in die Diskussion ein, um eine professionellere Sichtweise einzubringen und die Debatte von vereinfachenden Schlussfolgerungen abzulenken. Nach ihrer Einschätzung könnte das Verhalten von Thales eine tiefe emotionale Instabilität widerspiegeln, sowie Merkmale, die mit einer schmerzhaften Wahrnehmung von Ablehnung und Demütigung sowie der Unfähigkeit, Enttäuschungen zu ertragen, verbunden sind. In solchen Fällen, so erklären sie, versucht eine Person, den Partner emotional zu verletzen, indem sie die Kinder als Instrument der Rache benutzt. Und sie betonen das Wesentliche: Keine Handlung von Sarah könnte die Tötung ihrer eigenen Kinder rechtfertigen. Letztendlich ist Thales nicht mehr da, die Jungen auch nicht. Und nur diese 3 hätten genau rekonstruieren können, was an jenem Abend und in jener Nacht im Haus geschah. Wir können nur eines mit Sicherheit sagen: Ein Mensch, der von außen betrachtet ein perfektes Leben zu führen schien, beschloss eines Tages, seinen Söhnen das Leben zu nehmen und nahm sich anschließend selbst das Leben. Unterdessen setzt die Polizei die Ermittlungen aus technischer Sicht fort. Es werden Gutachten erstellt, Beweise analysiert und im Rahmen der offiziellen Verfahren Zeugenaussagen gesammelt. Es ist klar, dass es nicht zu einem Gerichtsverfahren kommen wird, da der Täter seine Strafe nicht mehr verbüßen kann. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.